Ja, okay, perfekt. Ja, dann fange ich jetzt noch mal an. Also, wie gesagt, das ist die Gruppe vom Uwe, der jetzt auch gerade mit hier im Chat ist, mit dem Namen Affiliate Marketing über YouTube zusieht. Okay. Und zwar heißt die Gruppe Frage und Antworten für Bangkok Reisen. Das Titelbild Ab nach Bangkok, eine Gruppe von Uwe. Und da ist jetzt die Frage an die Leute, die zusehen. Wenn ihr euch, wir gehen jetzt mal davon aus, ihr interessiert euch für Bangkok Reisen, ja, wäre das dann eine Gruppe, wenn ihr die jetzt seht, erstmal nur vom Namen her und vom Titelbild, wo ihr sagen würdet, da werde ich jetzt Mitglied. Und bitte ehrlich sein und das Ganze auch nicht persönlich nehmen, Uwe, du weißt, das soll einfach nur konstruktive Kritik sein, dass wir diese ganze Gruppe dann eben auch verbessern. Und da bin ich einfach mal auf euer Feedback gespannt. Genau. Genau, einfach mal eine 1, wenn ihr sagt, nein, da würde ich jetzt nicht beitreten, und eine 2, wenn ihr sagt, boah, hört sich richtig gut an, da wäre ich dabei. So, in der Headline sollte unbedingt ein Benefit, genau, ja, genau, ruhig die anderen auch gerne mal ein bisschen Feedback. Okay, danke, Michael. Nein, okay. Ich wäre unsicher. Okay. Genau. Was ich immer gerne mache, bevor ich jetzt oder wenn ich mit Kunden überhaupt mir so Facebook-Gruppen angucke oder die optimiere, schaue ich erstmal, ob es schon mal ähnliche Facebook-Gruppen gibt und wie die so aufgebaut sind. Bedeutet, als allererstes würde ich mir hier einfach mal Bangkok reisen. Ich kann mir vorstellen, dass das mit großer Wahrscheinlichkeit einige Leute eingeben. So. Und dann würde ich mal schauen, was es so für Facebook-Gruppen gibt. Okay, hier gibt es einmal die Gruppe Bangkok und mehr. Ja, über 2000 Mitglieder. Tipps und Insiderwissen rund um Thailand. Okay. Hier gibt es auch einiges an Verbesserungspotenzial, aber hier sieht man schon mal, sind einige Mitglieder drin. Reisen, kaufen und verkaufen, okay. Wenn Frauen solo reisen, das könnte natürlich auch etwas sein, wenn man drauf spezialisiert ist, auf dieses Thema, ja, wenn Frauen alleine Urlaub machen und da ein paar Tipps. Genau. Thailand, Reisetipps, News, Fotos, Urlaub, Backpacker, Flüge. So. Und das hier ist zum Beispiel schon mal ein sehr, sehr gutes Beispiel meiner Meinung nach, was den Namen halt sehr gut umgesetzt hat. Da könnt ihr mir auch gerne Feedback geben, wenn ihr den Namen auch ansprechend findet, weil ich persönlich bin der Meinung, dass man hier sofort rausliest, was mich erwartet, weil wenn ich mich jetzt wirklich für Thailand-Urlaub interessiere, weiß ich, okay, hier geht es jetzt um Reisetipps, was schon mal ganz gut ist, um News, um Fotos, Urlaub, Backpacker, Flüge, dass ich hier einfach schon mal ein paar Angebote bekomme und ein paar Tipps für meine Reise. Ja, hier wird schon mal ein bisschen Benefit ja quasi kommuniziert. Man könnte es noch ein bisschen besser darstellen, aber es sieht schon mal ein bisschen ansprechender aus, finde ich jetzt im ersten, ja, auf den ersten Blick eben auch vom Namen her. Genau. Ja, genau, hier ist es ganz klar. Genau. Und das macht eben wirklich einen ganz, ganz großen Unterschied aus, weil man muss immer denken, weil Facebook ist ja eine Suchmaschine und im ersten Moment geben die Leute etwas ein, wonach sie suchen, ob es jetzt Thailand-Reise ist, Bangkok-Reise oder Thailand-Reisetipps. Ja, das ist halt wirklich so ein Standard-Suchbegriff. Und wenn ich das dann natürlich hier sofort habe und sage, hey, meine Gruppe liefert dir genau das, wonach du suchst, und man sieht es direkt am Namen, das ist eben das Erste, was man liest, wo man entscheidet, gehe ich in die Gruppe oder gehe ich nicht, dann hat diese Gruppe hier auf jeden Fall die Chance, viel mehr Leute abzuholen. Und man sieht auch, hier sind über 4000 Mitglieder drin. Auch die Beschreibung hier ist sehr gut. Facebook-Gruppe, was du von dieser Gruppe erwarten sollst, wie du dich verhalten sollst, Reiseführer, Reiseplanung, das ist halt eben genau das, was die Leute dann suchen, eine allgemeine Reiseplanung, wo es mit Wahrscheinlichkeit einen Blog gibt, die schönsten Ziele,
was ich mitnehmen sollte. Kreditkarten, auch super wichtig, welche funktionieren, Hotels, Thailand mit Kind. Und das hier, also die Person, die die Gruppe gemacht hat, hat es auf jeden Fall super aufgebaut, weil gerade so Thailand mit Kind, Thailand Kreditkarte, ja, das sind alles so Begriffe, die Leute auch in die Facebook-Suche oder auch bei Google eingeben, weil Facebook-Gruppen werden auch über Google gefunden. Und wenn meine Gruppe dann dementsprechend optimiert ist vom Namen her und in der Beschreibung, dann wird meine Gruppe auch bei diesen Themen gefunden. Ne? Und das ist halt wirklich schon mal richtig, richtig gut. Hier sind alle wichtigen Keywords vorhanden. Und das ist auch etwas, was man dann auch immer mal wieder machen kann, wenn man sich nicht so sicher ist, wonach suchen die Leute, dass man sich dann einfach auch mal so ein Keyword-Tool holt, wie den Google Keyword Planner, der zum Beispiel kostenlos ist. Also es gibt ganz, ganz viele. Es gibt auch Answer the Public. So, da kann man zum Beispiel auch immer mal schauen. Da sieht man dann zum Beispiel auch ganz gut, wonach suchen Leute. Jetzt könnte ich zum Beispiel eingeben, ja, ich gebe einfach mal Thailand. Ja. So, Thailand Reise ein. Dann gehe ich mal auf Suchen. Und dann werden hier schon ganz viele Daten ermittelt. Und Answer the Public ist zum Beispiel ein Tool, wo ich dann immer so Suchbegriffe oder Fragen finde, die Leute halt eben in eine Suchmaschine eingeben. Und man kann das dreimal am Tag kostenlos nutzen. Und danach muss man halt wieder 24 Stunden warten. Aber das ist ganz gut, wenn ihr halt so ein Thema habt und gar nicht wisst, wonach suchen die Leute eigentlich. Ich werde das Ganze hier auch noch mal kurz posten, beziehungsweise stoppe ich noch mal kurz meinen Bildschirm. Genau, dann teilen wir den hier. Ich gehe mal, ja, dann solltet ihr es jetzt auch sehen. Genau, hier Answer the Public. Genau, und wenn man hier zum Beispiel Thailandreise eingibt oder jetzt eben sein Keyword, dann findet man hierzu ganz viele Ergebnisse. Genau, Thailand, welche Region? Wetter Thailand, Reisezeit, das sind alles so Sachen, wonach Leute suchen. Ja? Wer darf in Thailand einreisen? Warum nach Thailand reisen? Reise Thailand Dezember. Die schönsten Reiseziele in Thailand. Das ist bestimmt auch genau das, was der Gruppeninhaber gemacht hat. Ja, brauche ich einen PCR-Test für Thailand? Das wäre natürlich jetzt etwas, wenn man dazu jetzt einen Post macht oder einen Blog, was natürlich sehr gefragt sein wird. Und dann findet man hier tatsächlich Reiseversicherung ganz viele Keywords und weiß dann schon mal, wonach man auch seine Beschreibung optimieren sollte oder welche Keywords auf jeden Fall wichtig sind, die im Namen zu haben, weil da eben sehr viele Leute nach suchen. Hier ist es jetzt auch noch nach den Buchstaben sortiert. Ihr seht es hier. Genau, Reise mit Hund und so weiter. Und Answer the Public ist eben ein Tool, was man dreimal am Tag kostenlos nutzen kann. Ansonsten gibt es halt den Google Keyword Planner, der ist kostenlos. Es gibt auch noch ein paar andere Tools, könnt ihr einfach mal Keyword Planner eingeben und da findet ihr dann schon einige Tools, wo ihr dann ein bis zweimal am Tag kostenlos ja so eine Abfrage machen könnt. Und ich glaube, hier, ihr seht das, Thailand-Reise mit Kind, Reiseplan, Reisebuchen, Reisetipps. Das sind im Endeffekt genau die Begriffe, die hier der Gruppeninhaber auch genutzt hat. Deswegen wirklich sehr, sehr gut umgesetzt, diese Gruppe hier von der Optimierung. So, ich komme jetzt ganz kurz nochmal zu euch zurück. Kanntet ihr schon Answer the Public? Eigentlich war das euch schon ein Begriff? Genau, ansonsten gerne mal nutzen. Auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. So. Genau, das war jetzt erstmal die erste Gruppe. Ist halt ein sehr, sehr positives Beispiel. Genau, jetzt gucken wir tatsächlich weiter. Gut. So viel gibt es hier tatsächlich nicht mehr. Dann könnte man tatsächlich auch auf Thailand reisen gehen.
So, gehen wir hier mal auf Gruppen. Genau, hier kommt die Gruppe auch ganz weit oben und hier an erster Stelle natürlich diese Gruppe, Thailand Reisetipps. Ja, ich glaube, Reisetipps ist wirklich ein sehr beliebtes Keyword und man sieht 16.000 Mitglieder. Ja, sehr, sehr cool. Hier fragen das halt, kennt jemand ein gutes Hotel in Phuket? Hier kann man dann perfekt natürlich auch, wenn man eine Empfehlung hat, seine Affiliate-Links teilen. Hier gibt's sogar schon Info-Guides, wo alles aufgelistet ist. Also hier kriegen die Leute quasi alle Infos, die sie suchen. Der Gruppeninhaber wird auf jeden Fall einiges hier über Affiliate-Links verdienen. Und das kann eben so bei Reisen auch sehr lukrativ sein. Ja, das ist dann so anscheinend hier die Nummer 1 Gruppe. Genau. Und man sieht halt ganz klar, ne, dass immer ein Nutzen mit dabei steht. Thailand Reisetipps, Urlaubstipps, News, Fotos, Reiseflüge und so weiter, dass man halt ganz genau weiß, okay, hier bekomme ich eben Tipps für meinen nächsten Urlaub. Genau. So, und das ist eben auch genau das, was ich im letzten Training gezeigt habe. Und das ist wirklich super, super wichtig, dass man die Keywords hat, wie zum Beispiel Thailand Reisetipps, dann vielleicht noch ein, zwei Keywords damit verbindet, die man bei Answer the Public gefunden hat und da dann wirklich eine Kombination macht und dann halt seinen Gruppennamen hat. Deswegen als allererstes wäre mein Tipp für dich, lieber Uwe, wir gehen noch mal zurück. So, den Namen definitiv zu optimieren und dann zum Beispiel Bangkok Reisetipps. Ja, wir können ja einfach mal gucken, was bei Answer the Public hier bei Bangkok speziell mit rauskommt. Ah ja, okay, jetzt muss man sich hier schon wieder anmelden. Dup, dup. Na ja, gut, mache ich das mal eben. So. So. So, Germany und natürlich Deutsch. Gehen wir mal nach ganz unten. Ja, Bangkok reisen, ja, günstig nach Bangkok reisen wäre natürlich auch ein Thema. Also man sieht es hier unten, es zählt zu den Top Bangkok Reisen, okay. Bangkok Reisen Corona, ja, Corona würde ich jetzt auf Facebook aber lieber ein bisschen weglassen, weil ist immer so ein heikles Thema. Genau, Reisen aktuell, genau. Also Reisetipps und günstig Reisen wären schon mal 2 Themen, die du mit aufnehmen könntest in den Namen oder kombinieren könntest. Bangkok, ja, oder günstig nach Bangkok reisen und Reisetipps, ja, müsste man dann gucken, wie man es formuliert oder Insider-Reisetipps, genau. Ich glaube, das sind hier Sachen, wie ich das bei Answer der Public sehe, die auf jeden Fall sehr gefragt sind. Hier kann man dann noch weiter gucken. Günstig ist anscheinend sehr beliebt. Genau, günstig reisen, Reiseerfahrung, okay, günstig. Genau. Genau, also auf günstig und Reisetipps würde ich dann die Gruppe erstmal optimieren. Ganz klar sagen, dass du da wirklich Insiderwissen hast, ja, die du den Leuten mitgibst, sodass die Leute auch wirklich wissen, okay, hier bekomme ich wirklich Insider-Tipps von jemandem, der auch wirklich weiß, wovon er spricht und das jetzt nicht so eine typische Affiliate-Gruppe. Gibt's ja auch viele, die haben im Endeffekt keine Ahnung und posten dann irgendwelche Links. Hier das Titelbild finde ich absolut in Ordnung. Das sieht sehr schön aus. Man sieht ja auch anhand der anderen Gruppen, da muss es gar nicht das klassische Titelbild sein, so wie das wir hier im Online-Marketing haben, sondern da reicht dann auch einfach wirklich so ein schönes Bild. Natürlich kann man auch immer noch dann sowas mit draufpacken wie günstig, günstige Bangkok-Reisen oder Insiderwissen und so weiter, aber man kann auch einfach nur dieses Bild lassen. Das wird jetzt hier gerade für das Thema nicht so entscheidend sein.
Was dann im nächsten Step noch super wichtig ist, was mir auch aufgefallen ist, also erstmal cool, du hast die Gruppe ja auch erst vor Kurzem gegründet, die ist eh noch in der Entstehungsphase, natürlich die Beschreibung noch etwas anzupassen, ja. Das Ding ist, ich hatte hier eine Gruppenbeschreibung im ersten Training schon mitgegeben, wo ich dann wirklich gedacht habe, okay, ich würde das danach aufbauen. Und ich würde das wirklich ähnlich machen, wie das die andere Gruppe gemacht hat, nämlich erstmal ganz kurze Vorstellung, so wie du das schon gemacht hast, ne, dass du wirklich in Bangkok lebst, dass du ja, viel Erfahrung hast, viele Tipps teilen kannst und so weiter, sodass die Leute dir eben auch im ersten Moment vertrauen und dass du dann auch ganz klar Nutzen, ein Versprechen in Anführungszeichen den Leuten gibst, was sie eben erwarten können in der Gruppe, ja, wobei du ihnen hilfst. Und das könnte zum Beispiel sein, günstig nach Thailand zu reisen, beziehungsweise nach Bangkok, ja, dass es dann wirklich günstig ist und dass du da wirkliche Insider-Tipps hast, die man sonst vielleicht gar nicht einfach so findet, ja. Genau, die Vorstellung der Art von Inhalten, ja, dass man da wirklich nochmal eingibt auf Tipps, Tricks, Insider. Ne? Vielleicht kann man da auch einfach mal so eine Live-Fragerunde machen, dass man wirklich mal live geht. Genau, das denke ich, ist auch ein ganz cooles Format, was man gut machen kann, wo man da Fragen beantwortet. Ein paar wichtige Regeln, dass man auflistet, was man nicht möchte in der Gruppe. Und hier ist halt noch mal ein ganz klarer Call to Action. Da muss man halt gucken, wie es bei dir passen könnte, wie du das jetzt machst. Das könnte zum Beispiel auf einem Blog sein, wo du vielleicht verschiedene Hotels miteinander vergleichst, wo du dann einen Affiliate-Link platzierst, dass du eine Provision bekommst, dass du sagst, okay, hier habe ich ein paar Hotels rausgesucht, die in einer super Lage sind, günstig sind. Das hier sind Hotels, wo du mit Kindern reisen kannst, dass die Leute da so eine Übersicht haben und dann eben da direkt was buchen können. Oder du machst quasi wie so eine kleine Checkliste mit den wichtigsten Tipps, ja, für die nächste Reise, ja, dass die Leute sich das dann downloaden können und du dann darüber Leads sammelst. So, das wäre jetzt erstmal mein Tipp zur Verbesserung. So, ihr seht jetzt nur meinen Avatar. Ich glaube, dann läuft es hier bei StreamYard auch ein bisschen stabiler. Ihr könnt mich hören. Ja, das wären erstmal meine Tipps. Lieber Uwe, ich hoffe, es hilft dir weiter für die Gruppe. So, okay, dank dir. Ja, sehr, sehr gerne. Okay. Wie bekommt man hin, dass man als Admin selbst Links posten kann? Okay, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Das zeige ich gerne einmal kurz. Ich teile gleich sofort meinen Bildschirm wieder. Ich muss nur ganz kurz einmal hier in meine Gruppe rein. So, ich muss mal ganz so. Okay. So, teilen wir den Bildschirm. So. Und zwar meiner Meinung nach einer der wichtigsten Einstellungen bei einer Facebook-Gruppe ist folgende. Also man kann halt hier unten auf die Gruppeneinstellung gehen. Dann kommt man hier in dieses Menü. Und das ist hier Mitgliedschaften verwalten. Okay. Punkt Nummer 1, wer kann der Gruppe beitreten? Da ist immer wichtig, und das würde ich auch jedem empfehlen, nur Profile auszuwählen, weil ich will keine Facebook-Fanseiten haben, die meiner Gruppe beitreten, weil die wollen meistens eh nur spammen und so weiter. Deswegen immer nur Profile. Dann, wer kann Beitrittsanfragen genehmigen? Und das ist etwas, was standardgemäß nicht eingestellt ist auf nur Admins und Moderatoren. Das müsst ihr auf jeden Fall beachten, weil dann könnt ihr nur Leute in der Gruppe freigeben. Im Normalfall ist es eingestellt auf alle Gruppenmitglieder. Das bedeutet, wenn ich jetzt beim Uwe einfach nur Mitglied bin und ein Mitglied stellt eine Anfrage, könnte ich die genehmigen. Ob der Uwe das will oder nicht, spielt keine Rolle. Das heißt, nur Admins und Moderatoren. Das heißt, auch nur ihr seht dann die Beitrittsanfragen. Das ist eine ganz wichtige Einstellung. Genau, dann kommen wir zum nächsten Punkt, wie man verhindern kann, dass rumgespammt wird. Also erstmal natürlich kann man einstellen, alle Gruppenmitglieder können posten. Ja, also jeder kann in die Gruppe posten. Jetzt kommt aber die wichtigste Einstellung, und zwar alle Beiträge von Mitgliedern genehmigen. Und das ist auf 1. Das bedeutet, dass du als Admin jeden Beitrag genehmigen muss. Das heißt, du musst dann wirklich auf Genehmigen klicken oder ablehnen. Und solange wie du den Beitrag weder genehmigt oder abgelehnt hast, sieht den auch keiner. Und ich kann dir sagen, das ist wirklich sehr, sehr wichtig und für jeden, dass ihr das einstellt, weil ihr seht es zum Beispiel bei mir.
Ja, also diese Beiträge habe ich halt ständig. Ähm, ja, wo man halt einfach nur hier Werbung hat für irgendwelche Produkte und hätte ich die Funktion nicht drin, hätte ich wirklich 20 bis 30 solcher Beiträge am Tag, ja, was überhaupt gar keinen Sinn macht für meine Gruppe mit Yoga und Meditation. Aber da klicke ich dann natürlich auf Ablehnen, beziehungsweise mache ich meistens Beitrag ablehnen und Feedback und dann sage ich keine Promotion, kein Spam, bestätigen. So. Und wenn die Person es dann öfters macht, dann ja, wird sie gekickt aus der Gruppe. Also das sind wirklich ganz, ganz wichtige Einstellungen, weil das passiert sonst echt immer und immer wieder. Genau. Da hat man dann echt eine ganz gute Kontrolle. So, jetzt gehen wir noch wenn ihr zwischendurch noch Fragen habt zum Thema Facebook-Gruppe oder irgendetwas unklar ist, dann gerne jederzeit in den Chat. Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz zurück zum Dieter, der auch seine Gruppe geteilt hat. Und da teile ich jetzt super, danke. Ja, sehr gerne. Auch einmal ganz kurz meinen Bildschirm. Und zwar, das ist die Facebook-Gruppe vom Dieter. Ja, da ist jetzt mal die Frage für alle, die sich, so, das Fenster schließe ich gleich mal, beziehungsweise, ja, ihr seht meinen Bildschirm perfekt. Ja, also der Dieter hat eine Facebook-Gruppe zum Thema Canva. Canva ist ein Grafikprogramm. Für die, die es vielleicht nicht kennen, kann man kostenlos nutzen und auch in der Pro-Version. Und er gibt hier wirklich Tipps und Tricks zu Canva und ja, macht dort Videos. So, seine Gruppe ist brandneu, hat 22 Mitglieder. Und jetzt ist die Frage vom Namen her. Canva Grafikdesign Club für Anfänger und Profis. So, würde euch dieser Name ansprechen? Wenn ihr jetzt als Beispiel, warum suche ich nach einer Canva-Gruppe? In den meisten Fällen, weil ich nach Tutorials suche oder Anleitungen, wie ich tolle Grafiken selbst erstellen kann. Ne? Danach suche ich ja, wir gehen mal davon aus, ihr sucht danach, könnt ihr einfach mal schreiben eine 1, wenn ihr sagt, ja, wenn ich die Gruppe jetzt vom Namen her nur lese, würde ich beitreten oder eine Gruppe oder eine 2, wenn ihr sagt, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, weiß ich nicht, ob es überhaupt die Gruppe ist, die mein Anliegen erfüllt. Mhm. Genau. Ich gucke mal, ob noch weiteres Feedback kommt von euch. Gebt gerne mal ein bisschen Feedback zum Namen. Okay. Genau, genau, eine 1 wird die Gruppe nur für Anfänger und Profis machen. Ja, genau, also gleich sage ich euch, was ich davon halte oder was denke oder was ich eventuell optimieren würde. Was ich tatsächlich gut finde, ist hier alles, was du über Canva wirklich wissen musst, erfährst du hier. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Canva Grafik Design Club, ja. Genau, wir gucken uns jetzt aber, bevor ich was sage, erstmal noch mal weitere Gruppen dazu an, weil das ist wirklich echt immer so das Wichtigste, da einfach auch ein bisschen, ja, Zielgruppenanalyse beziehungsweise auch Konkurrenzanalyse zu machen und einfach mal schauen, was es denn schon so für Facebook-Gruppen gibt. Deswegen geben wir hier einfach mal Canva ein. Ähm, und gehen mal auf Gruppen. Ja, auf jeden Fall kommt er schon mal sehr weit oben. Das ist schon mal sehr gut. Okay, Canva Champions, das hier ist die offizielle Gruppe von Canva selbst für Affiliates, da bin ich nämlich auch drin. Dann wird mir die Gruppe angezeigt, weil ich hier natürlich jetzt schon Mitglied bin. Dann die Gruppe kostenlose Templates. Das ist nämlich auch genau etwas, was meiner Meinung nach auch enorm gefragt sein wird. Eine Gruppe, wo es kostenlose Templates gibt. Das hatte ich den Dieter auch schon vorgeschlagen, dass er Templates zur Verfügung stellt, die man dann gegen die E-Mail-Adresse downloaden kann und nutzen kann. Man sieht hier 46.000 Mitglieder. Es ist auf Englisch, wenn man das auf Deutsch macht, dann noch kostenlos. Kann ich mir vorstellen, dass die Gruppe schnell ziemlich voll werden wird. Canva für Freelancer, okay, auch interessantes Thema.
Hier ist halt wieder auch genau die Zielgruppe angesprochen und das ist das, was bei Dieter ein bisschen fehlt, weil wir haben einmal Anfänger und wir haben Profis. So, und das ist so eine Zielgruppe, die passt nicht so zusammen, weil wenn man einen richtigen Profi nimmt, der weiß viel mehr als ein Anfänger und der wird sich dann von dem Anfänger-Content gelangweilt fühlen. Und wenn man einen kompletten Anfänger hat und der sieht diesen fortgeschrittenen Content, der wird dann sagen, oh mein Gott, ich komme gar nicht mit. Also es ist halt wirklich sehr schwer, das zu handeln. Deswegen würde ich mich persönlich, Profis ist halt immer wirklich schwierig, ja, wenn du wirklich von Profis sprichst, die wirklich enorm viel Erfahrung haben, ja, dann musst du selbst natürlich auch wirklich enorm viel Erfahrung haben, damit du denen überhaupt gerecht wirst. Deswegen würde ich persönlich am Anfang empfehlen, wirklich erstmal auf Anfänger zu gehen. Ja, weil es meistens die etwas einfachere Zielgruppe ist. Außer man sagt, man ist wirklich absoluter Profi und hat da die krassesten Tipps, die krassesten Templates und so weiter, dann gerne natürlich auch auf ja, Profis oder Fortgeschrittene. Genau. Design with Canva, okay, Non-Profit. Hilfe und Ideen, das ist zum Beispiel hier eine deutsche Gruppe. Okay. Obwohl ich den Namen tatsächlich auch ein bisschen schwach finde, Hilfe und Ideen, da würde ich persönlich finde, das passt nicht ganz zu dem Grafikprogramm, würde da auch eher auf Tutorials gehen, Vorlagen, Tipps und Tricks. Aber wir schauen einfach mal, du möchtest selber coole professionelle Grafiken erstellen. Du bist kein Designer, kein Technikfreak und hast weder Software, noch möchtest du dir welche kaufen. Genau. Das hier ist zum Beispiel richtig cool kommuniziert. Hier holt sich wirklich ein Anfänger echt abgeholt. Du bist kein Designer. Und hier wirklich Canva für Anfänger, ja, wie du professionelle Grafiken erstellen kannst, ja, oder irgendwie so etwas in der Art. Da müsste man dann ein paar Keywords auffüllen, aber auf jeden Fall am Anfang Canva für Anfänger. Genau, weil sie holt ja hier oder er, ich weiß gar nicht. Ich denke mal, es ist eine Frau. Ich irgendwie so ein bisschen im Gefühl von den Farben her, eher die Anfänger ab. Und das ist ja genau das, was die meisten wollen, die selbstständig sind, die ihr eigenes Business haben. Die haben erstmal kein Geld für einen Designer, für einen Freelancer, die wollen es selbst machen, haben aber nicht so viel Erfahrung und die suchen eben nach genau so einer Gruppe, wo es einfach gezeigt wird, wo ich aber dann eine Grafik erstellen kann, die trotzdem professionell ist. Und hier der Name der Domain, ich kann gestalten, auch mega, mega cool. Mega coole Seite, ja. Wird hier ein Online-Kurs verkauft. Okay, sehr, sehr cool. Genau, und da sieht man zum Beispiel schon einen ganz, ganz deutlichen Unterschied. Ja, das spricht halt schon mal im ersten Moment viel mehr an. Auch hier das Titelbild, das ist super cool mit den Farben. Ne, wie gesagt, Hilfe und Ideen, das könnte man noch ein bisschen optimieren, aber ansonsten sehr, sehr cool. Genau, deutschsprachige Canva Creators, ja. Ah, sie kenne ich auch. Ich Design Akademie, Sichtbarkeit mit Canva, okay. Gut. Ähm, also, jetzt noch mal hier zurück zu der Gruppe vom Dieter. Canva Grafik Design Club für Anfänger und Profis. Ja, was ich jetzt als allererstes noch mal mache, wird hier noch mal Canva, ja, nicht, sondern Canva eingeben und einfach mal schauen. Ich bin mir sicher, dass hier sowas rauskommen wird wie Canva für Anfänger, Canva Templates, Canva Tipps und Tricks. Deswegen gehen wir mal nach ganz unten. Okay, okay, Lebenslauf, Logo, Download, Login. Okay, das sind tatsächlich die, das sind aber alles sehr Oberbegriffe. Das bedeutet Canva Login und so weiter. Kann vielleicht natürlich sehr gefragt sein, weil viele Leute dann nicht mehr wissen, wie sie sich einloggen können. Okay, natürlich diese Vergleiche hier. Das sind super Videoideen, zum Beispiel für YouTube. Canva versus Photoshop versus PowerPoint, Adobe und so weiter. Das ist natürlich sehr, sehr krass. Damit kann man sehr, sehr viele YouTube-Videos machen. Und dann natürlich gleichzeitig Canva in den Vordergrund stellen und sagen, hey, wenn du mehr erfahren möchtest oder vielleicht den sogar ein paar kostenlose Templates downloaden willst, dann komm doch einfach in meine Facebook-Gruppe. So, ich mach's mal wieder ein bisschen. Canva gehackt. Canva Grundlagen, okay. Ja. Wie kann ich Canva? Wie viele Nutzer? Okay.
Canva für Lehrer, okay, Canva mit Schülern teilen für Lehrer, okay, das wäre dann auch wieder sehr spezifisch. Also hier gerade findet man tatsächlich sehr, sehr viele Ideen für YouTube-Videos, da der Dieter ja auch YouTube macht, wird er mit Wahrscheinlichkeit sich hier schon einiges rausgepickt haben. Aber wir gucken noch mal ganz kurz hier, welche Canvas. Genau, aber genau, jetzt kann ich das natürlich nicht mehr nehmen. Ich habe 3 Anfragen. Bedeutet, so, ich gucke mal ganz kurz. Genau, ihr seid noch da. Also, was ich jetzt als erstes hier verbessern würde, da ich ja erstmal weiß, dass der Dieter so oder so auch YouTube macht, würde ich natürlich die Ideen, die mir Answer the Public gegeben hat, alle in YouTube-Videos packen. Immer diesen Vergleich und Grundlagen für Lehrer, da wirklich vielleicht was machen, wie man Grafik mit Schülern teilen kann und so weiter. Da hat man ohne Ende Content-Ideen. Und dann natürlich immer wieder auf die Gruppe hier pitchen. Das ist ganz, ganz wichtig. Immer sagen, komm in die Gruppe, da können wir uns austauschen, da kannst du mir Fragen stellen und so weiter. So, der Name am Anfang, Canva Grafik Design Club, klingt für mich halt eher wie so ein Kurs. Ne? Das wäre etwas, wo ich denke, okay, das ist die Gruppe zu einem Online-Kurs oder zu irgendeinem Abo-Modell. Da fühle ich mich jetzt so, wenn ich danach suche, noch nicht wirklich so abgeholt, weil da denke ich so, das ist so ein geschlossener Club. Ja, ne? Ich weiß, dass ich das Wort Club genau hier auch mit drin hatte mit Gruppe oder Community. Da kommt es aber wirklich ganz stark auf den Zusammenhang an. Also für mich kommt es ein bisschen so rüber, dass es eher dann wie so ein Kurs ist für Anfänger und Profis. Bedeutet, ich würde Grafikdesign Club eventuell, wenn du jetzt sagst, okay, das ist eine Brand, wo du wirklich dann später auch Grafiken mit erstellen möchtest, das wenn weiter nach hinten packen oder nur noch in die Beschreibung und wirklich hier in der Gruppe. Man könnte zum Beispiel Canva Grundlagen mal testen, ja, Canva Grundlagen oder Canva für Anfänger, Grundlagen, Tutorials, Tipps und Tricks, ja, oder Canva für Anfänger, Gratis-Templates, Tipps und Tutorials. Ja, weil das ist meiner Meinung nach das, wonach die meisten Leute suchen. Jetzt kam ja hier bei Answer the Public raus, Canva Grundlagen ist auch ein Keyword, wonach oft gesucht wird, war jetzt aber nicht so eindeutig. Das heißt, ich würde da tatsächlich jetzt auch nochmal ein anderes Keyword-Tool nutzen, um zu schauen, ob die Leute mehr nach Grundlagen suchen oder mehr nach Canva für Anfänger, so dass man da dann schon mal einen Namen hat am Anfang, wonach wirklich viele Leute schauen und dann den Anfang anpassen und wirklich eventuell vielleicht, wenn das für dich interessant ist, im ersten Schritt auf kostenlose Templates gehen, plus halt eben gleichzeitig das Wort Tutorials, Tipps und Tricks mit in den Namen nehmen. Und dann hier natürlich die Beschreibung hast du top gemacht, die hast du so angepasst nach dem Template, ja. Hier oben dann das Ganze nochmal verbessern. Hier eventuell ein bisschen mehr auf eine einzelne Zielgruppe, also entweder Einsteiger, also Einsteiger und Umsteiger könnte man noch kombinieren. Profis würde ich vielleicht am Anfang rausnehmen. Genau, ansonsten gefällt mir das hier auch sehr gut. Ein bisschen mehr über mich, okay. Und genau, hier dein Link zu Canva. Und was ich hier machen würde, und ich glaube, das wird hier richtig krass funktionieren mit diesen kostenlosen Grafiken, wenn du wirklich 1, 2 Grafiken zur Verfügung stellst, wirklich ein paar Templates und dann sagst, hier sind ja meine 10 Social Media Postings, die du einfach auf deine Brand mit deiner Headline anpassen kannst, die optimiert sind, die geklickt werden, kannst du dir gegen deine E-Mail-Adresse runterladen, kostenlos. Und wenn du dann hinterher sagst, okay, pass auf, dir haben die Templates gefallen, jetzt kannst du dir auch hier ein Abo holen, wo du jeden Monat von mir vielleicht 20, 30 Vorlagen bekommst, dass das die Leute auf jeden Fall dann noch kaufen werden und dass du damit eine Menge E-Mail-Adressen sammeln wirst, wenn du direkt auch schon am Anfang der Gruppe bei den Fragen hinzufügst, hey, möchtest du vielleicht 3 kostenlose Templates oder möchtest du vielleicht das Tutorial, wo ich dir einen richtig krassen Canva-Hack zeige, den ich so sonst gar nicht veröffentliche, dann gib mir deine E-Mail-Adresse. Bin ich mir sicher, dass da viele Leute die E-Mail-Adresse geben und gerade auch für Templates sich viele eintragen. Und da ist halt echt cool, wenn man am Anfang was kostenlos gibt. Die Leute können sich von der Qualität überzeugen und dann werden sie hinterher auch natürlich das Abo kaufen. Ja, wenn du dann ein Abo-Produkt hast und gerade für so einen Design-Club mit Grafiken, ja, lohnt sich einfach ein Abo. Ne, da kann man wirklich jeden Monat ein paar neue Grafiken mit rausbringen. Genau, also halten wir fest, Optimierung des Namens würde ich dir empfehlen. Dann wirklich in Kombination mit YouTube.
Werbung für die Gruppe zu machen. Du hast hier so viele Themen, du machst so oder so YouTube. Deswegen ist es eigentlich für dich absolut perfekt. Ja, du hast hier so viele Ideen. Plus, so, wir gehen noch mal hier hin. Was ich hier noch sehe, dass hier noch ein bisschen wenig Interaktion ist in der Gruppe. Du machst schon sehr viele Videos, die auch eigentlich echt mega sind, nur leider sehen sie noch nicht so viel. Okay, immerhin 6 Leute. Ja, das ist, ich meine, sind auch erst mal 22 Mitglieder. Aber was ich zum Beispiel empfehlen würde, wäre hier auch mal wirklich am Anfang zu schauen, noch ein bisschen mehr in die Interaktion zu gehen mit den Mitgliedern. Ja, dass man wirklich mal fragt: „Hey, ihr Lieben, was wünscht ihr euch zum Thema Canva? Möchtet ihr zum Beispiel mal ein komplettes Training haben, wie man so eine Grafik erstellt oder wie man zum Beispiel ein Logo erstellt, wie man Bilder freistellt, wie man Bilder mit Filtern richtig bearbeitet, sodass die Leute in einer Umfrage abstimmen können?“ Und dann wird dieser Live-Termin angekündigt, wo du das Ganze vielleicht mal live zeigst, wo dann auch ein bisschen Interaktion in das Ganze reinkommt. Das, denke ich, ist super, super wichtig, weil aktuell sieht es so ein bisschen aus, so wie so eine One-Man-Show. Du postest sehr viel, aber du stellst halt auch keine Fragen. Und man sieht, die Leute interagieren damit nicht. Und auch wenn du am Anfang zum Beispiel mal einen Post machst, du machst den jetzt mal sonntags morgens und es kommt nicht so viel Interaktion, heißt das nicht, dass das nicht funktioniert, sondern dann müsste man es einfach mal mittags probieren oder auch mal gegen Abend, je nachdem, wann die meisten Leute eben online sind. Und dann wird man nach der Zeit auch mehr Interaktion bekommen. Zum Beispiel hier hast du es einmal gemacht. Und es kann natürlich sein, dass es um 11:52 einfach eine Uhrzeit war, wo nicht viele Leute in der Gruppe gerade aktiv waren. Ja, deswegen haben es jetzt nicht viele Leute gesehen. Du siehst hier eine Umfrage, ne, hast du gemacht, gab es auf jeden Fall schon mal 6 Antworten, das ist ganz gut. Aber da halt wirklich noch spezifischer, was die Leute sich für Content wünschen. Und viel mehr auch auf die Leute drauf eingehen, neue Mitglieder in 'nem Post begrüßen, sagen: „Hey, stell dich doch einfach mal vor, schön, dass du da bist. Hier sind noch ein paar Tipps und Tricks.“ Weil diese Interaktion reinzubekommen, ist hier wirklich super, super wichtig, weil man muss immer denken, es ist eine Community, eine Gemeinschaft und keine Facebook-Seite, wo quasi nur der Ersteller zu dieser Seite spricht und die anderen nur zuhören. Deswegen würde ich dir das als Tipp auf jeden Fall auch noch mitgeben, weil du machst echt coole Videos und da ist auf jeden Fall das Potenzial da. So, ich gucke jetzt mal ganz kurz hier, ob ich jetzt so 'n Beispielpost noch mal habe. Genau. Hier, wenn ich zum Beispiel Mitglieder begrüße, ich gucke immer, wenn ich so ein paar Mitglieder habe, aber man kann es auch bei einem Mitglied machen, ja, ein Mitglied genauso behandeln wie 1.000 Mitglieder, ist auch immer mein Motto. Kann man einfach einen Post machen, wo man sagt: „Hey, lasst uns unsere neuen Mitglieder begrüßen“ und so weiter. Hier habe ich direkt natürlich einen Link zu einem kostenlosen Onlinetraining, dann kostenlosen Linkkürzer plus ich sage: „Abonniere meinen YouTube-Kanal für den besten kostenfreien Content.“ So, und dann stell dich hier kurz vor, sodass wir dich besser kennenlernen können. Wer bist du? Was machst du? Was ist derzeit deine größte Herausforderung? So, und dann liken die Leute und dann kommt es halt auch wirklich ganz drauf an, wann ich diesen Post mache. Ja, manchmal habe ich das auch hier um 11 Uhr gemacht, gab es nicht so viel Interaktion, es haben nur 193 Leute gesehen. So ist es halt manchmal. Dann weiß ich beim nächsten Mal, okay, die Uhrzeit war einfach da nicht die richtige oder es waren zu dem Zeitpunkt einfach nicht viele Leute online. Das ist dann halt leider einfach mal so. Und dann muss ich es halt da dementsprechend demnächst anpassen und dann um eine andere Uhrzeit posten. Genau. Aber solche Beiträge führen eben zur Interaktion und sind sehr, sehr gut. Genau. Ihr seht das zum Beispiel auch hier. So, hier ist das von Dieter. Genau, ich versuche halt immer mit den Leuten dann auch hier in den Austausch zu gehen. Auch so hier, wo ich mit Klaus bei war, hatten wir 167 Kommentare, weil wir halt auch immer wieder ganz gezielt Fragen stellen zur Interaktion. Hier auch eben so endlich wieder neue Live-Trainings. Wie soll das nächste Training aussehen? Was soll das Thema sein? Genau. Und das sind halt schon mal ganz gute Tipps. Genau, das waren im Endeffekt jetzt meine Tipps für den Dieter und für Uwe. Das waren auch die einzigen 2 Facebook-Gruppen, die ich jetzt erst mal bekommen habe. Ja, ich hoffe natürlich, dass euch die Tipps jetzt weitergeholfen haben. Könnt ja gerne mal Feedback geben, ob da was Hilfreiches für euch mit dabei war, ob es euch vielleicht motiviert hat, jetzt auch noch mal 'ne Gruppe zu starten.
und ja, die Leute, die eine Gruppe haben, ob ihr da was mitnehmen konntet, was ich natürlich hoffe. Okay, ich frage noch mal anders. Wie kann ich die Gruppe erstellen, wenn nicht ich die Expertin bin, sondern auf Webinaren anderer Experte aufmerksam machen will? Genau. Das ist im Endeffekt, ja, genau das, was ich auch mache als Affiliate. Ich bin ja, also ich sag mal so, ne, ich empfehle ja auch Produkte von anderen. Es sind ja nicht meine eigenen Produkte, ich empfehle sie ja nur. Und teilweise sind die Leute, die ich empfehle, natürlich viel, viel weiter als ich, wenn wir da jetzt einen Ralf Schmitz und so weiter sehen, ganz klar. Ich versuche aber immer dann meine eigenen Erfahrungen und meine eigenen Tipps und Tricks mitzugeben. Ja, zum Beispiel hier die Facebook-Gruppe. Ich habe das damals auch von einem Ami gelernt, ja, eine Facebook-Gruppe aufzubauen. Dann habe ich selbst gemacht, für Affiliate-Marketing genutzt und ich habe einfach die Community mit auf diese Reise genommen, wo ich am Anfang ein Mitglied hatte und das dann weiter aufgebaut habe und zwischendurch dann auch immer mal wieder Affiliate-Produkte empfehlt habe von Dingen, die ich eben lerne und umsetze. Das heißt, ich habe das miteinander verbunden. Ja, ich habe gesagt, ich lerne das selbst. Hier von denen lerne ich. Da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Also kann ich dir diesen Kurs empfehlen. Was aber trotz allem auch wichtig ist, dass du natürlich Content trotzdem selbst erstellst. Ja, also jetzt einfach nur zum Beispiel zu sagen, ich empfehle jetzt nur die Webinare von anderen und poste jetzt nur Links, wird nicht funktionieren. Das heißt, du musst es schon mit Content verbinden, dass du live gehst und wirklich ganz klar erzählst, warum empfiehlst du dieses Webinar? Und wichtig ist eben auch, dass es authentisch rüberkommt und du das Ganze auch selbst vielleicht schon mal umgesetzt hast. Dass du den Kurs kennst, den Kursersteller, weil das ist etwas, was die Leute gerade jetzt in diesem Jahr und auch schon im letzten Jahr enorm merken. Ja, früher konnte man noch richtig krass seine Links posten und so weiter. Das haben einige auch gekauft. Aber mittlerweile gibt es so viel Konkurrenz, dass man da einfach herausstechen muss, indem dass man wirklich authentisch ist und die Leute einen vertrauen und sehen, okay, du empfiehlst das wirklich jetzt aus einem guten Gewissen, weil ja, du die Strategie selbst umgesetzt hast oder gerade mittendrin bist. Deswegen ist es auch hier wichtig, das Ganze immer mit einer persönlichen Note und mit Content zu verbinden, wenn du das mit einer Gruppe machen möchtest. Aber wie du anhand von meiner Gruppe siehst, funktioniert es. 80% auf fast 90%, was ich in meiner Gruppe poste, sind eben Affiliate-Links. Aber es sind halt alles Produkte, Kurse, die ich selbst nutze oder auch Vendoren, Experten, die ich eben kenne. So, kannst du vielleicht noch einen Tipp geben, wenn man jetzt nicht mit der Facebook-Gruppe oder YouTube-Kanal starten will, weil der Zeitaufwand recht hoch ist, welchen Kanal oder Strategie du empfehlen würdest? Genau. Ja, also grundsätzlich würde ich dann empfehlen, ich teile jetzt noch mal ganz kurz meinen Bildschirm. Es ist im Endeffekt genau die gleiche Strategie, die ich auch empfehle, um die Facebook-Gruppe zu bewerben, nur dass man halt das weglässt. Ich hoffe, man sieht meinen Bildschirm, dass man halt sein privates Profil nutzt. Ja, sein privates Facebook-Profil, dass man da eben auch ein Titelbild macht, was man optimiert. Du siehst es hier, man sieht es auch bei mir. Ich gehe mal ganz kurz auf mein Profil. Ja, hier ist jetzt der ganz klare Call to Action zur Gruppe. Bei dir wäre das jetzt ein Call to Action zu deinem Online-Kurs, zu deinem E-Book, zu deinem Webinar, zu einem Affiliate-Produkt, was auch immer. Ja, also genau das Gleiche, nur eben für dein privates Profil. Dann das private Profil dementsprechend zu optimieren, dass man in seinem Steckbrief einmal schreibt, was man überhaupt macht, für was man steht. Bei mir ist ganz klar, Social-Media-Strategien helfe ich halt, ja, Anfänger mit Affiliate-Marketing durchzustarten. Das heißt, die Leute wissen schon mal, um was es auf meinem Profil geht. Plus, ich habe einen Link zu meiner Facebook-Gruppe. So, das ist eben mein Ziel. Bei dir wäre es dann eben zu deinem Produkt, zu deinem Kurs, was auch immer. So, und jetzt habe ich ja dieses Facebook-Profil hier. Und jetzt natürlich die Frage, wie kann ich darüber Reichweite generieren? Und da ist halt einfach mein Tipp, wenn du selbst keine Gruppe haben möchtest, dass du aber mal selbst in zum Beispiel Facebook-Gruppen gehst. Und da kann man zum Beispiel, bei mir wäre es jetzt Affiliate, so Affiliate Marketing.
So, also hier sind jetzt nur Werbegruppen, das ist natürlich jetzt ein schlechtes Beispiel, müsste ich jetzt ein bisschen tiefer gehen, aber zum Beispiel in Gruppen oder ich gebe jetzt mal Facebook Ads ein. Okay, hier bin ich jetzt auch nicht drin. So, gehen wir mal hier in diese Gruppe, die ich immer als Beispiel zeige. Bedeutet, ich würde mir dann an deiner Stelle, also du hast dein Profil so optimiert, dass alles ansprechend ist, ein Call to Action, Titelbild und so weiter, dass wenn man weiß, man geht auf dein Profil, dass man schon mal ganz genau weiß, um was es geht und was einen erwartet. So, und dann will man ja Reichweite aufbauen. Dafür nutzt man dann wieder Facebook-Gruppen von anderen. Man geht quasi in die Gruppen rein und jetzt spammt man aber nicht, sondern man schaut erstmal so, okay, was geht hier ab? So, werden hier Fragen gestellt? Dann würde ich anfangen, jeden Tag mir ungefähr so 30 bis 40 Minuten Zeit zu nehmen und in 3 bis 4 verschiedenen Facebook-Gruppen Fragen zu beantworten. Weil wenn man wirklich Fragen zu einem Thema beantwortet oder mit den Leuten interagiert, dann werden sie nämlich Folgendes machen, dass sie dann natürlich auch sich mal das Profil angucken, denken, wow, die ist ja schon echt nett und so weiter und dann auch mal eine Freundschaftsanfrage schicken, weil das ist eben das Ziel, dass man mit mehr Leuten verbunden ist. Oder dass man einfach mal guckt, wer liked denn hier? Wer liked und kommentiert? Weil die Leute, die hier liken und kommentieren, sind ja in Wahrheit auch die, die wirklich aktiv sind. Und wir wollen ja aktive Leute haben, die dann hinterher eventuell auch bei uns kaufen. Bedeutet, wir würden dann einfach mal hier schauen, so wer liked. Dann würde ich die Leute, die hier liken, einfach mal durchgehen, zum Beispiel wie beim Heinz-Peter. Wird dann auf sein Profil gehen, würde dann Hauptprofil ansehen. Einfach mal schauen, okay, wäre er vielleicht ein potenzieller Kunde oder jemand, der sich für mein Thema interessiert? Wenn ja, dann würde ich mir mal seine Beiträge angucken, vielleicht auch mal ein Like geben, so wie hier, gefällt mir oder auch mal einen Kommentar und ihn einfach eine Freundschaftsanfrage schicken. So, und dann würde ich jetzt aber nicht direkt irgendwie schreiben von wegen, ja, keine Ahnung, hier ist mein E-Book oder sonst etwas, sondern ich würde wirklich nur die Freundschaftsanfrage und wenn er dann irgendwas schreibt, dann kann man schreiben, hey, ja, ne, ich fand dein Profil spannend und ja, folgt dir da einfach mal oder habt ihr deswegen mal eine Anfrage geschickt, weil das Ziel ist eigentlich in erster Linie, dass ich erstmal Reichweite aufbaue und erstmal Freunde habe, die an gleichen Themen interessiert sind, wie ich es eben bin. Weil, wenn man das nämlich schon mal hat und man nutzt dann wiederum sein Profil, sein privates und postet dann regelmäßig etwas. Ja, wo man wirklich sagt, ich habe es in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt, weil ich viel in der Gruppe mache. Wenn man dann natürlich etwas postet, wie hier so ein Beitrag, okay, ich bin jetzt heute live mit Klaus, oder man wirklich dann auch mal so einen Verkauf-Post macht oder einfach mal so einen Spruch, dann werden natürlich erstmal die Leute, mit denen ich befreundet bin, meinen Beitrag sehen. Und wenn ich natürlich viele habe, wie zum Beispiel den Heinz, der sich für mein Thema interessiert, ist die Chance natürlich hoch, dass er kommentieren wird und vielleicht auf meinen Link klickt und etwas kaufen wird. Ja, und das Gute ist, dass Facebook dann nach einer gewissen Zeit eben auch weiß, wer zu meiner Zielgruppe gehört und ähnlichen Leuten mein Profil vorschlägt. Das heißt, meine Reichweite wird quasi immer größer. Ich bekomme immer mehr Klicks auf meine Links und verdiene dann natürlich auch schlussendlich mehr Geld. Zusammengefasst bedeutet das jetzt einfach erstens, das Profil zu optimieren, was ganz klar ist, um was es eben geht. Titelbild, Beschreibung, Link. Dann in 3 bis 4 verschiedene Facebook-Gruppen zu gehen, da ja, am Tag vielleicht so eine halbe Stunde bis 40 Minuten Fragen zu beantworten, mit Leuten sich zu befreunden und dann anzufangen, regelmäßig auf seinem Profil zu posten und auch eben Werbung für das Angebot, was man hat, zu machen. Das ist meiner Meinung nach so die beste Strategie, würde ich jetzt für den Start sagen. Genau. Es ist halt die am einfachsten ist, ne? Weil auch Instagram, ich kenne auch viele Leute, die sind auf Instagram, aber gerade Instagram, ja, ist halt auch wirklich nicht so einfach, weil man muss da auch einiges wissen über den Algorithmus und da musst du eben dann auch wieder Zeit investieren und da finde ich, ist es jetzt bei Facebook noch am einfachsten. Genau, ich hoffe, die Tipps waren hilfreich. Ah ja, danke für die tollen Tipps. Meine Grundsatzfrage, wie komme ich zu neuen Mitgliedern? Genau, da wird es dann nächste Woche Sonntag nochmal das 3. Training zu geben.
wie man zu neuen Gruppenmitgliedern kommt. Da wird es dann einige Strategien und Tipps noch mitgeben. Eine Strategie ist das, was ich jetzt gerade auch für Sunny gezeigt habe, mit dem Profil-Funnel. Das ist eigentlich so die einfachste Strategie, ja, dass man dann alles daraufhin aufbaut, um eben neue Mitglieder in die Gruppe zu bekommen. Genau, genau die gleiche Strategie kann man auch dafür anwenden. Es gibt aber noch mehr Strategien und da werden wir dann im nächsten Training drauf eingehen. Ja, ich will halt das immer so in Parts machen, weil ich festgestellt habe, wenn man wirklich so 2-3 Stunden Trainings macht, ist das oft zu viel und man muss ja zwischendurch auch mal ein bisschen umsetzen und optimieren. Ja, sieht man. Ich habe einiges mitgenommen, das freut mich. Vielen lieben Dank für deine wertvollen Tipps, sehr gerne. So, was machst du, wenn Facebook dich in einen Namencheck schickt und seit 2 Monaten deine Dokumente prüft? Ja, also, ich hatte das tatsächlich auch schon mal, dass ich bestätigen muss, dass ich es bin. Das ist aber jetzt 2 oder 3 Jahre her. Musste ich halt meinen Personalausweis hochladen und danach hatte ich nie wieder Probleme. Also, was man da machen kann, schwierig. Schwierig. Also, es ist halt du kannst es über den Facebook-Support probieren. Da wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit keine Antwort bekommen. Ich kenne halt auch Leute, bei denen hat es bis zu 'n halben Jahr gedauert und die haben hinter 'n Anwalt eingeschaltet. Es gibt tatsächlich Anwälte, die da mittlerweile Druck dann machen, wenn so etwas nicht funktioniert oder dein Konto zu Unrecht gelöscht oder gesperrt wurde. Das bekommen auch viele wieder. Da muss man dann halt wissen, ob man da warten möchte oder ob es einen wert ist, vielleicht Geld dann irgendwann, wenn's sehr lange dauert, in 'nen Anwalt zu investieren, weil so alleine kannst du da echt wenig machen. Ja, also der Support wird nicht antworten. Du hast eigentlich keinen Ansprechpartner wirklich bei Facebook. Da kannst du im Endeffekt nur warten. Ja, das ist leider so bei Facebook. Super, vielen Dank, das freut mich. Super. Auf jeden Fall mega cool, was du zeigst. Das gefällt mir. So ist das super, freut mich. Perso wurde nicht erkannt, Support geht nicht. Ja, das ist halt eben das Problem bei Facebook. Also da muss ich sagen, ist der Support wirklich sehr, sehr schlecht. Da ist Google meiner Meinung nach und auch YouTube wesentlich besser. Also wenn da etwas ist, auch mit den Ads-Konto und so weiter, man kriegt wirklich schnell Hilfe. Bei Facebook ist es leider immer ein Problem. Wie gesagt, da hilft halt echt nur abwarten oder wenn man es wirklich nötig braucht, seinen Account und einem das wirklich wert ist, dass man dann tatsächlich ja, vielleicht einen Anwalt sich holt. Da gibt's schon einige, die genau auf Facebook auf diese Fälle spezialisiert sind. Genau, das erst mal dazu, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Es wird später auf diesem YouTube-Kanal dann auch noch mal als Aufzeichnung die Zusammenfassung von diesem Training geben. Ich werde 'n paar Sachen rausschneiden, wo 'n bisschen viel bla 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 war. Ist ja hinter der Aufzeichnung auch nicht immer so interessant, sich das anzugucken. Das heißt, es wird dann den Part geben mit den Gruppenoptimierungstipps, den Traffic-Tipps, dann könnt ihr euch das noch mal ansehen. Das Video zum allerersten Training findet ihr auch auf meinem YouTube-Kanal und ja, dann hoffe ich, dass das Ganze für euch hilfreich war. Wünsche euch an dieser Stelle noch ein wundervolles Wochenende, 'n wundervollen Sonntag und ich würde sagen, wir sehen uns spätestens nächsten Sonntag um 11 Uhr wieder und dann hoffentlich auch wieder live in der Facebook-Gruppe und auf YouTube, wenn es denn StreamYard zulässt. In dem Sinne, macht's gut und vielen, vielen Dank für eure Teilnahme.